Japan, das Reich der aufgehenden Sonne. Unzählige Kriegerfürsten und Samurai kämpfen um die absolute Macht im Lande mit Feuer und Schwert. Verwegene Missionare führen einen anderen Kampf. Die Begegnung des Shogun mit einem englischen Abenteurer führt zu einem Wendepunkt in der japanischen Geschichte. April 1600. Nach einer 2-jährigen Höllenfahrt glaubt der englische Steuermann William Adams, in einem Paradies gelandet zu sein. Die hochentwickelte, rätselhafte Kultur des fremden Reiches beeindruckt ihn zutiefst. Das Glücksgefühl weicht aber schnell Angst und Entsetzen. Wer hat ihn gefangen nehmen lassen? Und warum? Ein fürchterlicher Taifun hat sein holländisches Schiff an der Küste Japans stranden lassen. Nur wenige Besatzungsmitglieder überleben. Kanonen und Hunderte von Musketen an Bord des Schiffes führen zu heftigen Spekulationen. Wollten die Fremden Japan überfallen? Der Bestsellerautor Giles Milton hat jahrelang in englischen und ausländischen Archiven nach Spuren seines Landsmannes William Adams geforscht und eine Biografie über den verwegenen Seefahrer verfasst. William Adams' Reise war von Anfang an in ein großes Geheimnis gehüllt. Niemand schien das Ziel der Reise zu kennen oder zu wissen, wie man dorthin gelangen konnte. Die Organisatoren 2 Rotterdamer Bankiers behaupteten, die Schiffe sollten aus Ostindien Gewürze holen. Aber es gab Gerüchte in Rotterdam, die etwas ganz anderes behaupteten. Der Grund, warum die Liefde so viel schwere Waffen geladen habe, sei, dass die Flotte auf ihrem Weg an Südamerika entlang plündern sollte, wie es Francis Drake einige Jahre zuvor schon getan hatte. Aber vielleicht hatten Leute wie William Adams auch das sagenumwobene Japan im Sinn. Eine Insel, auf der es große Schätze geben sollte. Leute wie Adams fuhren los, um schnell reich zu werden. Portugiesische Kaufleute und ihre Handlanger, die jesuitischen Missionare, sind schon 50 Jahre vor William Adams in Japan gelandet. Sie verfügen über Macht und Einfluss. Sie beherrschen den lukrativen Handel zwischen Japan und China. Die Ankunft des Engländers und der protestantischen Holländer versetzt die Katholiken in Panik. Sie fürchten um ihr Handelsmonopol. Weitet sich der Schrecken der europäischen Religionskriege auf Japan aus? Die Hochburg der portugiesischen Missionare in Japan befindet sich in Bungo. Adams hatte das große Pech, dass sein Schiff später genau hier an die Küste gespült wurde. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts versuchen die Jesuiten unter Einsatz ihres Lebens, heidnische Priester von ihrem Götzendienst abzubringen. Auf der südjapanischen Insel Kyushu gelingt es ihnen, 2 Machthaber zu bekehren. Diese Fürsten teilen sich mit den Portugiesen das große Seiden- und Silbergeschäft mit China. Sie treten mit ihren Untertanen geschlossen zum Christentum über. Der berühmteste unter ihnen, der mächtige Fürst von Bungo. Die erste portugiesische Kanone in Japan war der Dank an ihn. Schon damals ein entscheidender Vorteil in seinem Kampf um die Macht. Kanonen sind später auch der Grund für die Verhaftung des Engländers. Er wird auf die Festung Osaka gebracht. Man verlangt eine Erklärung über die schweren Waffen an Bord des holländischen Schiffes. Was erwartet ihn in dieser uneinnehmbaren Burg?
Überall beobachtet er Truppen, die auf ihren Einsatz warten. Innen und außen ist die Festung streng bewacht. Schließlich steht er vor dem Herrscher, der über Hunderttausende von Samurai gebietet. Fürst Tokugawa Ieyasu. Mit einer Bewegung seines Fächers kann er ganze Dörfer auslöschen. Hier wird absolute Unterwerfung verlangt. Ein Spiel auf Leben und Tod beginnt. Die Jesuiten haben von Ieyasu die sofortige Hinrichtung des Engländers gefordert. Warum sind Sie hergekommen? Der Abenteurer setzt alles auf eine Karte. Er klagt die Portugiesen und Spanier an, einen ungerechten Religionskrieg gegen Holland und England zu führen und friedliche Handelsschiffe zu versenken. Er berichtet, dass er deswegen nicht den gewöhnlichen Seeweg nehmen konnte. Es blieb ihm nur die Route um Südamerika herum, durch die Magellanstraße. Zwei Jahre voller Entbehrungen habe ihn der Umweg über 2 riesige Ozeane gekostet. Der Missionar stellt Adams als Lügner dar und fordert seine sofortige Hinrichtung. Wem soll Ieyasu glauben? Von Religionskriegen in Europa hat man ihm noch nie etwas berichtet. Er lässt William Adams im Gefängnis auf seine Entscheidung warten. Dem Strategen Ieyasu wird nachgesagt, dass warten zu können seine größte Stärke ist. Jahrzehntelang hat er im Kampf um die Macht auf seine Chance gewartet. Als das Land im Chaos unterzugehen droht, kämpft er als General in der 2. Reihe. Sein Gönner, der brutale Feldherr Nobunaga, bringt Provinz um Provinz in seine Gewalt. Bevor er aber ganz Japan erobern kann, wird er hinterrücks ermordet. Ieyasu könnte nun die Macht an sich reißen, aber er beschließt zu warten. Sein machthungriger Rivale, der geniale Hideyoshi, übernimmt das Kommando. Auch der zweite große Heerführer fällt, bevor er das Land endgültig geeint hat. Auf dem berühmtesten japanischen Friedhof am Koyasan ruhen die beiden großen Helden. Der eine hat die unabhängigen Kriegerfürsten unter seiner Herrschaft vereint. Der andere hat die Landbevölkerung entwaffnet, um dem Land Frieden und Sicherheit zu bringen. Nun hat Ieyasus Warten ein Ende. Endlich kann er sein Ziel erreichen, ein geeintes Japan unter seiner Alleinherrschaft. Der lange Bürgerkrieg hat die Samurai zur mächtigsten Kaste des Reiches gemacht. Ihr Handwerk ist der Kampf und sie warten auf neue Aufgaben. Im modernen Japan lebt die alte Samurai-Tradition fort. Im Schwertkampf üben sich heute Geschäftsleute und Politiker. Dabei trainieren sie die blitzschnellen Entscheidungen, die eindeutigen Reaktionen, die Einstellung auf den inneren und äußeren Rhythmus des Gegners. Eins zu werden mit dem Schwert ist ihr Ziel. Der Bogen als Waffe war einst nur den höheren Samurai-Familien vorbehalten. Heute praktizieren etwa 100.000 Japaner das Bogenschießen, manche sogar in ihrer Firma während der Mittagspause. Die Konzentration bei den Übungen sorgt für die Reinigung des Geistes. Der Pfeil in der Zielscheibe spiegelt den inneren Zustand des Schützen im Augenblick des Loslassens wider. In diesem Moment zeigt sich, ob er sein Ziel erreicht hat, die geistige Lehre. Der Lehrer Onomasuo.
Das Bogenschießen ist etwas Mentales. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit. Das kommt der Arbeit zugute. Der zweite Aspekt ist die körperliche Seite. Beim Bogenschießen atmet man mit dem Bauch und das trägt zur Stärkung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei. Während wir den Bogen spannen, dürfen wir an nichts denken. Der Kopf muss absolut leer sein. Sogar den Wunsch, das Ziel zu treffen, müssen wir vergessen. Warten und Ungewissheit sind das Schlimmste für Adams. Auf hoher See war er gewohnt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Hier ist er der Macht des fremden Herrschers ausgeliefert. Allein in seiner Zelle fürchtet er, dass jeder Tag der letzte sein kann. Mächtige Fürsten verbünden sich gegen Ieyasu. Sie wollen Japan vor einer Tyrannei des alten Feldherrn bewahren. Sie rüsten sich zur größten Schlacht in der japanischen Geschichte. Auch Ieyasus alte Kampfgefährten bereiten sich auf diese Entscheidungsschlacht vor. Neue Verbündete, durch horrende Versprechungen geködert, verstärken seine Truppen. Der 15. September 1600 wird zu einem Meilenstein in der Geschichte Japans. Die Strategie des jungen gegnerischen Heerführers ist ein Überraschungsangriff. Er lässt seine stärksten Verbände in einem Hinterhalt warten. Ieyasus Truppen sind gut bewaffnet, aber zahlenmäßig unterlegen. ...155.000 Samurai stürzten sich in den Kampf um die Macht in Japan. Der gegnerische Anführer gibt das Signal für den Überraschungsangriff. Ohne Erfolg. Die Truppen im Hinterhalt sind von Ieyasu bestochen worden. Dennoch versuchen die Gegner, Ieyasus Stellungen zu stürmen. Sie werden aber von dessen Eliteeinheiten niedergemetzelt. Musketen und Kanonen richten ein unglaubliches Blutbad an. Mehr als 40.000 Krieger fallen. Die Schlacht von Sekigahara war der große Wendepunkt in der japanischen Geschichte. Berichte von Jesuitenpatern sprechen von großen Kanonen, die in die Reihen der Feinde feuerten. Diese Kanonen können nur von Adams Schiff stammen. Adams selbst berichtet von Ieyasus Interesse an seinen Waffen, dass er an Bord kam und die Kanonen und Musketen sehen wollte. Sie wurden in der Schlacht eingesetzt und auf die Feinde abgefeuert. Sie haben ein verheerendes Blutbad angerichtet unter den Kriegern, die nur Schwerter trugen. Am Ende dieses Tages waren Ieyasus Feinde völlig vernichtet. Und das Interesse des neuen Shogun an William Adams wuchs wegen dieser Waffen, denn er wusste, dass Adams ihn und seine Männer daran ausbilden konnte. 87 Fürstengeschlechter gehen bei dieser Schlacht unter. Die meisten Anführer fallen. Einige werden sofort hingerichtet. Von den Überlebenden fordert der Ehrenkodex der Samurai die Selbstentleibung. In manchen japanischen Burgen gibt es einen besonderen Ort für rituellen Selbstmord, den Harakiri-Hof. Viele Fürsten ziehen es vor, sich auf ihrem Stammsitz das Leben zu nehmen. Dieses hochstilisierte Ritual entspringt archaischen Wertvorstellungen. Jede Bewegung, jedes Detail ist durch strenge Vorschriften geregelt. Enge Vertraute führen die Reinigungszeremonien durch und trennen dem Opfer den Kopf ab. Der Weg des Kriegers liegt im Sterben, lautet der zentrale Satz im Ehrenkodex der Samurai. Wird man mit zwei Alternativen konfrontiert, Leben und Tod, so soll man ohne zu zögern den Tod wählen.
Der Bauch ist der Sitz der Seele, glaubt man in Japan. Mit dem Harakiri, dem Aufschneiden des Bauches, öffnet man den Sitz seiner Seele. Man ist bereit zu zeigen, ob sie beschmutzt oder rein ist. Im Angesicht der Niederlage nimmt sich der Held das Leben, um der Schmach der Gefangenschaft zu entgehen. Er will damit seine Ehre retten und einen letzten Beweis seiner Aufrichtigkeit liefern. In der Werkstatt des berühmten Rüstungsmeisters Ogawa Nobuo in Nagoya suchen wir nach Hinweisen dafür, ob der Krieg zur Einigung Japans durch Schwerter oder Feuerwaffen entschieden wurde. Ein reiner Schwertkampf verlangt leichte und bewegliche Rüstungen. Vor Gewehrkugeln kann man sich dagegen nur mit schweren Panzern schützen. Meister Ogawa erkennt sofort, aus welcher Zeit eine Ausrüstung stammt. Die Besitzer solch strahlender Rüstungen traten zu Beginn des Kampfes vor die Reihen, um die Gegner einzuschüchtern. Diese Panzer mussten nur Schwerter abwehren. In Schlachten, in denen Schusswaffen eingesetzt wurden, konnte niemand mehr wagen, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Meister Ogawa erklärt die Entwicklung. Die erste Entwicklungsperiode der Rüstungen dauert von der Heian über die Kamakura bis zur Muromachi-Zeit, das heißt vom 8. bis zum 16. Jahrhundert. Die zweite Phase verläuft vom Ausgang der Muromachi-Ära bis zum Ende der Edo-Zeit. In der ersten Phase der Entwicklung bestand ein Samurai-Panzer aus einzelnen Metallelementen, die durch ein dekoratives Flechtwerk zusammengehalten wurden. Die Rüstungen dieser ersten Periode bestehen aus kleinen, etwa 7 cm langen Metallplatten, die man mit Seidenschnüren zusammengebunden hat. Im 16. Jahrhundert, als dann die Schusswaffen eingesetzt wurden, verschwand diese Form plötzlich, weil sie keinen Schutz mehr bot. Seitdem verwendete man eine Panzerung, die aus größeren Eisenplatten bestand. Sie waren miteinander vernietet und wurden farbig lackiert. Wahrscheinlich wurden sie von dem Reichseiniger Nobunaga erfunden. 39 Tage muss William Adams auf eine Entscheidung warten. 3-mal wird er vor den Herrscher geführt, der sich nach Einzelheiten der Religionskriege erkundigt. Der listige Ieyasu wägt ab, wer ihm mehr Nutzen bringt. In dem Engländer sieht er einen vielversprechenden neuen Partner. Nach seiner Machtübernahme hat er große Aufgaben für den Seefahrer. Er schenkt ihm sein Leben und die Freiheit in Japan. Den Portugiesen erklärt Ieyasu, er wolle sich nicht in ihre Glaubenskriege einmischen. Die Neuankömmlinge hätten niemandem geschadet. Adams Freude über die Freiheit hat einen bitteren Beigeschmack. Er darf das Land nicht verlassen. Ieyasu braucht ihn beim Aufbau eines neuen, mächtigen Japan. Nach seinem triumphalen Sieg beginnt er mit einer Neuordnung des Reiches. Als erstes unterjocht er die Reisbauern. Er verteilt ihr Land neu und nimmt ihnen alle Rechte. Steuereinnehmer beschlagnahmen die Hälfte ihrer Ernte und lassen ihnen gerade so viel, dass sie arbeitsfähig bleiben. Als nächstes führt er eine weitreichende Entscheidung herbei. Im bedeutendsten Heiligtum des alten Japan, dem Ise-Schrein, in dem die Insignien des Kaisers aufbewahrt werden, lässt Ieyasu die offizielle Würdigung seines Sieges durch die kaiserlichen Priester vorbereiten. Im Jahr 1603 erreicht er endlich das Ziel, auf das er Jahrzehnte gewartet hat. Er wird zum höchsten militärischen Herrscher Japans, zum Shogun ernannt. Tokugawa Ieyasu, der Begründer einer neuen Herrscherdynastie. Ihm gelingt, wovon ungezählte Fürsten geträumt haben, die Einigung des Reiches unter einem absoluten Herrscher. Mit seiner Ernennung beginnt die Ära der Tokugawa-Shogune. 264 Jahre lang werden seine Nachkommen Japan regieren.
Die wichtigste Veränderung im Staate? Die Präsenzpflicht der Fürsten und ihrer Familien am Hof. Das sichert ihm die totale Kontrolle des Adels und führt dazu, dass Hunderte von neuen Residenzen in der Reichshauptstadt gebaut werden. Es entsteht das glanzvolle Edo, das heutige Tokio. Ieyasus prächtiges Schloss überragt die neue Hauptstadt. William Adams ist inzwischen 39 Jahre alt. Die fremde Kultur hat ihn in ihren Bann geschlagen. Er berichtet, dass er häufig zum neu ernannten Shogun geladen wird. Für normale Japaner ist es undenkbar, zu dem strengen Diktator vorgelassen zu werden. Mit Stolz erzählt Adams dem Shogun von der großen Seeschlacht Englands gegen die spanische Armada, bei der er an der Seite von Sir Francis Drake gekämpft hat. Der Draufgänger beeindruckt den Herrscher durch sein geheimes Kartenmaterial, sein geografisches Wissen und die nautischen Erfahrungen, die er auf seiner großen Fahrt gesammelt hat. Anhand von Skizzen und Karten erklärt Adams den genauen Verlauf seiner abenteuerlichen Reise. Am 24. Juni 1598 bricht die Flotte mit 5 Schiffen in Holland auf. Schon an der nordafrikanischen Küste wird der Proviant knapp. Auf den Kapverdischen Inseln versuchen sie vergeblich Nachschub zu bunkern. Dort sitzen die Portugiesen. Der Admiral der Flotte stirbt und viele wollen umkehren, aber Adams überzeugt die Mannschaften, weiter zu segeln. Auf der kleinen Insel Annobon müssen sie schließlich vor Anker gehen, weil ein Großteil der Besatzungen erkrankt ist. Durch seinen spannenden Bericht gelingt es Adams, die Sympathie des Shogun zu gewinnen. Er erzählt von der ungeheuren Strapaze der Atlantiküberquerung. Jeder erhält täglich nur ein Viertelpfund Brot und einen Viertelliter Wasser. Viele werden von einer rätselhaften Krankheit dahingerafft. Adams kaut den Lederbezug von Masten und Tauen, um den unerträglichen Hunger zu bekämpfen. Der Shogun verfolgt auf den holländischen Karten fasziniert die Reise über den Atlantik, an der Küste Südamerikas entlang, durch die Magellanstraße. Adams Schiff erreicht mit der ausgehungerten Besatzung den Pazifischen Ozean und wartet auf den Rest der Flotte. Doch der bleibt verschollen. Sind ihre Kameraden umgekehrt, gesunken oder Opfer von Kannibalen geworden? Die Moral der Mannschaft erreicht einen Tiefpunkt. Wer sich heimlich an den knappen Lebensmitteln vergreift, wird sofort hingerichtet. Monatelang geht die Fahrt durch die Weiten des Pazifik Richtung Japan. Ratten und Würmer ersetzen frischen Proviant. Endlich tauchen Inseln am Horizont auf. Als der Kapitän sie nicht ansteuert, springen einige Männer über Bord. Wochenlang sucht Adams vergeblich sein Ziel. Erst ein fürchterlicher Taifun spült sein Schiff an die felsige Küste Japans, das auf seiner Seekarte falsch eingetragen ist. Der Herrscher wundert sich, was für ein Bild die Europäer von Japan haben, 50 Jahre nach der Landung der Portugiesen in seinem Reich. Holland im Jahre 1600. Seit mehr als 100 Jahren musste man hier alle fernöstlichen Waren teuer in Spanien und Portugal kaufen. Der Glaubenskrieg mit dem katholischen Spanien zwingt die Holländer nun selbst Wege zu diesen Schätzen zu erkunden. Reiche Kaufleute schicken bewaffnete Flotten aus, die mit Gewalt das portugiesische Handelsmonopol brechen sollen. Sie schließen sich später zur berühmten Vereinigten Ostindischen Kompanie zusammen. Damals erscheint bei ihnen ein Mann, der zum größten Glücksfall in der Gründungsphase der Handelsgesellschaft wird. Er übergibt ihnen handschriftliche Aufzeichnungen und geheimes Kartenmaterial von unschätzbarem Wert. Der Flugkapitän Hans A. Kok, Spezialist für historische Karten, hat durch seine internationalen Verbindungen Adams alte Karten aufgespürt. Wir mussten damals möglichst schnell eigene Seekarten herstellen. Dazu verfügten wir über geheime Quellen in Portugal.
Wir hatten das große Glück, dass Jan Huygen van Linschoten damals aus Indien zurückkam. Er war Sekretär des portugiesischen Erzbischofs von Goa gewesen und brachte uns alle Informationen über den Handel und die Seefahrt dieser Region. Das Buch, das er darüber geschrieben hat, ist sehr wichtig geworden für die holländischen Expeditionen nach Fernost. Die Karten, die William Adams an Bord hatte, sind in Holland daraus entwickelt worden. 3 von diesen Karten haben wir in der kaiserlichen Sammlung in Tokio entdeckt. Man erkennt darauf den unbekannten Südkontinent. Man sieht Neuguinea und darüber Japan in Garnelenform. Sie können sich vorstellen, dass es nicht einfach war, mit solch einer Karte von Südamerika bis nach Japan zu gelangen, wie William Adams das geschafft hat. Naar Japan, zoals William Adams het heeft moeten doen. Dem Navigator ist es nicht nur gelungen, trotz der falschen Karten das Land seiner Träume zu finden, er lernt auch überraschend schnell dessen Sprache. In der neuen Hauptstadt des Reiches erlebt er die einzigartige Blütezeit der japanischen Kultur. Die wenigen westlichen Ausländer in Japan sind schon damals zutiefst beeindruckt von dieser fremdartigen Kultur. Ein Portugiese schreibt, sie haben Rituale und Zeremonien, die so verschieden sind von denen anderer Nationen, dass es scheint, sie versuchen bewusst anders zu sein als alle anderen Menschen. Es verunsichert jeden, der etwas davon versteht, zu beobachten, dass alles das genaue Gegenteil ist von dem in Europa, und dass ihre Zeremonien und Sitten trotzdem kultiviert und vernünftig sind. Eine der wichtigsten Grundlagen dieser hochentwickelten Kultur ist der Buddhismus. Als William Adams die Inseln erreicht, hatte diese Religion schon seit 1000 Jahren die Entwicklung Japans geprägt. Mönche hatten einst die buddhistischen Texte in chinesischer Übersetzung vom Festland mitgebracht. Aus dieser Form des Buddhismus entstanden in Japan rivalisierende Schulen. Manche verbreiteten ihre Überzeugungen sogar mit dem Schwert. Jedes Kloster ist ein Reich für sich. Die Mönche besitzen riesige Ländereien, die von Tausenden von Landarbeitern bewirtschaftet werden. Von einem frühen Kaiser ist der Satz überliefert: Obwohl ich der Herrscher von Japan bin, gibt es doch 3 Dinge, die sich meiner Kontrolle entziehen. Die Stromschnellen des Kamo-Flusses, der Fall der Würfel im Spiel und die Mönche in den Bergen. Zen-Klöster werden der Ort der Grundausbildung für jeden Samurai, Stätten der Disziplin, Strenge und härtester Meditation. In den großen Zen-Meistern treffen die jungen Krieger auf Männer, deren Geist hart, rein und geradlinig ist. Als überzeugter Buddhist hat der Shogun schnell erkannt, dass der Zen-Geist Selbstzucht und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod vermittelt, die Tugenden der Samurai. Deshalb fördert er die Buddhisten. William Adams ist zwar tief in diese fremdartige Kultur eingetaucht. Es zieht ihn trotzdem manchmal in die Heimat zurück. Immer wieder bittet er den Shogun, ihn nach England zu seiner Frau und seinen beiden Kindern reisen zu lassen. Aber der Herrscher bleibt hart. Ieyasu braucht das Wissen des englischen Seemanns. Er soll hochseetüchtige Schiffe für ihn bauen. Der Shogun hat die Vision von einer japanischen Hochseeflotte, die zu den Philippinen und nach Mexiko segeln kann. Adams hatte Schiffbau gelernt, bevor er Steuermann wurde. Er willigt ein. Außerdem hofft er insgeheim, dass er mit einem selbstgebauten Schiff eines Tages nach England zurückkehren kann.
Tadashi Makino hat sein Leben lang nach Spuren des ersten Engländers in Japan geforscht. William Adams war für Japan so wichtig, weil er uns sehr viele Einzelheiten über die Lage in Europa, über die Ziele der Europäer in Asien, über die Geografie, den Gebrauch von Schusswaffen und die Navigation vermittelt hat. Er hat auch den japanischen Schiffsbau beeinflusst und für Ieyasu Schiffe gebaut. Dazu ließ er einen breiten Graben ausheben und legte den Kiel längs hinein. Als das Schiff schließlich fertig war, ließ er Wasser in den Graben laufen. Das Schiff hob sich langsam mit dem Wasser und konnte dann leicht herausgezogen werden. William Adams' Traum vom eigenen Schiff hat sich zwar erfüllt, aber eine Reise zu Frau und Kindern rückt in immer weitere Ferne. Der Shogun versucht, ihn mit allen Mitteln in seinem Land zu halten. Immer wieder lässt er ihm junge Damen seines Hofes vorstellen. Ursprünglich fand die Teezeremonie unter freiem Himmel statt. Sie wurde von Zen-Meistern erfunden und folgt einem strengen Ritual. Die Utensilien sind wertvolle alte Objekte, die gehütet werden wie die Schwerter der Samurai. Ihr Gebrauch unterliegt genau festgelegten Regeln. Einfachheit, natürliche Schönheit und Reinheit sind das Wesen dieser Zeremonie. Die Meditation ist ein Zustand zeremonieller Ruhe. Sie dient nach den Worten eines Zen-Meisters dazu, die Sinne zu reinigen, bis auch die Seele von allem Makel rein ist. Der raffinierte Shogun geht noch einen Schritt weiter. Er belohnt seinen erfolgreichen Berater und Schiffbauer mit einem großen Anwesen, zu dem mehrere Dörfer gehören. Adams gebietet nun über 90 Familien, die ihm als Leibeigene zu Diensten sein müssen. Damit ist er noch fester an Japan gebunden. Für die Portugiesen wird der Erfolg des Engländers und der Holländer zum Albtraum. Mehr als 20 holländische Schiffe sind inzwischen auf unterschiedlichen Routen in den fernen Osten vorgedrungen. Sie plündern portugiesische Stützpunkte und kapern reich beladene Handelsschiffe. Die Jesuiten und ihre Japan-Mission trifft es besonders hart. Denn ihr wichtigster Verbindungsmann beim Shogun verliert seinen Einfluss an William Adams. Aus ihrer Handelsniederlassung in China erhalten sie noch schlimmere Meldungen. Eines der Schiffe, das für die Jesuiten von Macao nach Japan auslaufen soll, wird mit kostbaren Waren im Wert von 400.000 Golddukaten beladen. In der Nacht vor der Abreise sind nur wenige Wachen an Bord. Auf diese Chance haben die Holländer lange gewartet. Sie verschwinden mit der gesamten Ladung im Dunkel der Nacht. Der Mission droht der finanzielle Ruin. Sie verliert noch 2 weitere Schiffe. Resignierend schreibt ein Pater nach Rom, von dem einst so reichen Macau ist nichts als eine Ruine geblieben. Der Ruin der Portugiesen wird zur Grundlage für ein neues Handelsimperium der Holländer. William Adams dient ihnen als Handelsvermittler. Er organisiert in Japan heimlich den Verkauf der Güter, die holländische Schiffe erbeutet haben. Solche verdeckten Geschäfte sind damals nicht ungefährlich, denn der Handel mit ausländischen Waren wird vom Shogun strengstens kontrolliert. Es dürfen nur genehmigte Artikel zu festgelegten Preisen eingeführt werden. Am erfolgreichsten
ist der Import chinesischer Seide, die man in Japan mit unglaublichem Gewinn verkaufen kann. Adams überwacht die Abwicklung dieser Geschäfte aus dem Hintergrund und bemüht sich, beim Shogun eine offizielle Handelsgenehmigung für die Holländer zu erhalten. Der Herrscher scheint diese Aktivitäten seines Beraters stillschweigend zu billigen, denn er lässt eine große Ehrung für seinen Schützling vorbereiten. Schmiedemeister haben ihre weißen Gewänder angelegt. Nach einem rituellen Akt körperlicher Reinigung begeben sie sich zum Shinto-Schrein. Sie bitten die Götter um das Gelingen eines Schwertes, das sie für Miura Anjin, den Steuermann aus Miura, schmieden sollen. So wird Adams inzwischen von den Japanern liebevoll genannt. Schwertschmieden ist im alten Japan sowohl eine kultische Handlung als auch handwerkliches, technisches und künstlerisches Schaffen in höchster Vollendung. Oft wohnen ihm Shinto-Priester bei, manchmal sogar der Kaiser persönlich. In einem Schmiedefeuer aus besonderer Kiefernholzkohle erhitzt der Meister den Rohstahl. Die richtige Temperatur erkennt er nur am Aussehen des glühenden Stahls. Er muss die Farbe des Mondes haben, wenn er sich an einem Juniabend über den Himmel erhebt, lautet eine alte japanische Regel. 2 Wochen lang wird das Stück von den Meistern gefaltet, überlappt, gestreckt, gebreitet und durchgeschmiedet. Schließlich entsteht ein harter Stahlmantel aus mehreren tausend Schichten, in den ein Kernstück aus weichem Eisen eingearbeitet wird. Das Ergebnis ist eine Klinge von einzigartiger Elastizität und Härte. Solche Schwerter werden in Japan von Generation zu Generation weitervererbt. Sie erhalten oft die Namen von Zaubermächten und Naturgewalten. Schmiedemeister Niwa Seigo nennt die Qualitätskriterien für solche Samurai-Schwerter. Sehen Sie hier den milchigen, hellen Streifen? Ein gutes Schwert erkennt man zuerst einmal an dem besonderen durchgehenden Muster der Schwertschneide. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Form der Klinge, dann das harmonische Zusammenspiel der beiden. Eine Rolle spielt natürlich auch die Güte des Materials. Das Wichtigste aber ist der ausgewogene Gesamteindruck. Eine Sternstunde der japanischen Geschichte. Wie eine Erzählung aus 1001 Nacht, wie erfunden klingen die Abenteuer dieses Briten, der als Schiffbrüchiger an die Küsten des Reiches gespült wurde. Dem es aber innerhalb von wenigen Jahren gelingt, vom Gefangenen zum Berater des mächtigsten Shogun aufzusteigen. Seine Briefe, die in der British Library in London archiviert sind, dokumentieren den schicksalhaften Lebenslauf eines einfachen Seemannes, der Grundlagen legt für die Entwicklung der holländischen und englischen Handelsimperien. Als erster Europäer wird er in die Adelskaste der Samurai aufgenommen und sein mächtiger Gönner ehrt ihn mit einem Paar der berühmten japanischen Schwerter. Die Nakamura-Sammlung für alte Rüstungen und Schwerter in der Kaiserstadt Kyoto. Hier findet man Waffen der renommiertesten Schmiede und der größten Schwertkämpfer Japans. Von den ca. 2 Millionen historischen Samurai-Schwertern gibt es heute in Japan nicht mehr als 100.000 Stück. Mehr als 300.000 befinden sich in den USA. Nakamura Tatsuo hütet in seiner Privatsammlung einige der wertvollsten Klingen Japans. Ich habe viele kostbare Schwerter, unter anderem einige von Masamune. Dies ist ein Schwert aus dem Besitz Tokugawa Ieyasus, das von dem berühmten Schmied geschaffen wurde.
Nachdem er in die mächtige Kriegerkaste aufgenommen wurde, kann Adams auch die Tochter eines reichen Samurai heiraten. Mit der Japanerin zieht er 2 Kinder groß. Sie leben auf ihrem riesigen Landgut in Miura, nicht weit von Edo. Adams nutzt seine enge Beziehung zum Shogun und wird zum einflussreichsten Vermittler zwischen den ausländischen Handelsniederlassungen und den Japanern. Selbst Spanier und Portugiesen müssen ihn inzwischen um seine Hilfe bitten, weil die Jesuiten ihnen oft nicht mehr weiterhelfen können. Rom, die Machtzentrale der Jesuiten. Das Geheimarchiv des Ordens mit Tausenden von Briefen, handschriftlichen Berichten und Büchern. Hier hat Dr. Arcadio Schwade jahrelang die Geschichte der Missionare in Japan erforscht. Der Jesuitenpater Juan Rodriguez, der bis dahin als Dolmetscher und Handlungsvermittler für den Shogun fungierte, besuchte einige Jahre später Adams in seiner Wohnung in Edo, bot ihm die Hilfeleistung der Jesuiten für Adams Ausreise an. Adams lehnte dies ab und als Rodriguez dann versuchte, ihn zum katholischen Glauben zu bekehren, lehnte er auch dieses Angebot ab, weil er auf dem besten Weg war, als Berater und als Handelsvermittler Rodriguez zu ersetzen. Durch seine persönlichen und geschäftlichen Erfolge hat Adams in Japan seine neue Heimat gefunden. Es ist erstaunlich, mit welcher Toleranz er die fremdartige Umgebung in seinen Briefen beschreibt. Die Bewohner Japans sind sehr gutartig, über die Maßen höflich und tapfer im Kriege. Es sind sehr abergläubische Menschen, die unterschiedliche religiöse Vorstellungen haben. Ich glaube, kein Land in der Welt wird besser regiert. Mit dem Verlust an Einfluss bei Hofe wird die Lage der Christen in Japan schwierig. Als Tausende von Gläubigen in stummem Protest an der Hinrichtung ihrer Glaubensbrüder teilnehmen, erwägt der Shogun ein Verbot des Christentums. Viele wagen nur noch heimlich zu beten. In dieser angespannten Situation erscheint ein spanischer Gesandter am Hof des Shogun. Ohne sich an die höfischen Formalitäten zu halten, fordert der Spanier die sofortige Ausweisung der Holländer und Engländer. Außerdem bittet er nachdrücklich um Genehmigung, die japanische Küste zu vermessen. Mit diesem Affront bricht das Ende der christlichen Epoche in Japan an. Das anmaßende Auftreten der Spanier und der christlichen Missionare führte schließlich zum Scheitern der christlichen Mission. Der Provinzial der Jesuiten in Japan, Valentin Carvalho, versuchte in einem Brief an den Heiligen Vater von 1614 die Schuld dafür den Engländern und Holländern in die Schuhe zu schieben. Diese würden fälschlicherweise behaupten, das eigentliche Ziel der christlichen Mission sei die Einverleibung Japans in das Spanische Reich. Aus Furcht vor einer spanischen Invasion verbietet Ieyasu den katholischen Glauben und lässt alle Missionare ausweisen. Die japanischen Christen müssen sich in die Register buddhistischer Tempel eintragen lassen und das Kreuz mit Füßen treten. Wer sich weigert, wird hingerichtet. Tausende von Gläubigen werden Opfer einer blutigen Christenverfolgung, die noch jahrzehntelang unter Ieyasus Nachfolgern anhält. Viele Opfer werden heimlich verscharrt. Nicht einmal christliche Gräber will man mehr dulden. Noch heute entdecken Archäologen versteckte, namenlose Grabstätten, die mit einem einfachen Kreuz gekennzeichnet sind. Die Funde von Zeichen christlicher Frömmigkeit aus späterer Zeit
zeigen jedoch, dass viele Japaner über Generationen heimlich ihren Glauben bewahrt haben. Auf der Insel Amakusa, im äußersten Süden des Landes, leben heute noch Nachkommen der Familien, die trotz der Verfolgung Christen geblieben sind. Bei vielen dieser Krypto-Christen finden sich Zeugnisse heimlicher Gottesverehrung. Im Haus von Yamashita Hiroshige gibt es ein Versteck, das seine Familie 200 Jahre lang vor den Behörden verbergen konnte. An christlichen Feiertagen oder wenn ein Kind geboren wurde, trafen sich hier die Gläubigen heimlich und hielten ihre Gottesdienste ab. Von den 3200 Einwohnern waren mehr als 2000 Kryptochristen. 13 Generationen lang lassen sich solche verborgenen Christen in unserer Familie zurückverfolgen. Tokugawa Ieyasu stirbt im Alter von 75 Jahren. Nach seinem Tod wird er zum Gott erklärt. Seine Söhne errichten ihm ein monumentales Mausoleum in Nikko. Der Schrein, in dem Ieyasu als Gott verehrt wird, ist das spektakulärste Beispiel von Machtarchitektur in Japan. Dieser Shogun geht als der bedeutendste Herrscher Japans in die Geschichte ein, als der große Reichseiniger, der dem Lande eine neue Ordnung, innere Ruhe und 265 Jahre Frieden gegeben hat. Ursprünglich waren Shogune nur militärische Machthaber auf Zeit. Ieyasu hat aber als tapferer General, als weiser Staatsmann die Bedeutung des Titels erweitert. Er ist zu dem Shogun der japanischen Geschichte geworden. Im Besitz von Nakamura Tatsuo befinden sich einmalige, fast unbezahlbare Erinnerungsstücke. Sie bezeugen, wie hoch dieser Shogun noch heute geschätzt wird. Dieser sogenannte Daikoku-Helm geht auf eine Legende zurück. Eigentlich gilt Daikoku im modernen Japan ja als Gott des Glücks und des Reichtums. Er ist aber in Wirklichkeit ein Gott des Krieges, jedenfalls in der Überlieferung aus Indien. Wie kam aber Ieyasu auf die Idee mit diesem Helm? In der Legende wird berichtet, dass er sich auf eine Schlacht mit Hideyoshi vorbereitete. Und kurz davor hatte er einen Traum. Es heißt, darin sei ihm Daikoku in voller Rüstung erschienen. Der habe ihm so gut gefallen, dass er sich nach dem Vorbild im Traum einen Daikoku-Helm anfertigen ließ, und zwar von einem Panzermeister namens Iwai. Er trug den Helm dann auch in der Schlacht und hatte Erfolg gegen Hideyoshi. Seitdem schätzte er den Helm besonders und hütete ihn als Glücksbringer. Zum japanischen Obon-Fest des Jahres 1620 stellt die Witwe William Adams einen Lampion mit dem Namen ihres verstorbenen Mannes auf einen See ihres Anwesens, um seine Seele zu einem meditativen Zwiegespräch einzuladen. Adams war plötzlich im Alter von 56 Jahren gestorben. Die schicksalhafte Begegnung mit dem Shogun hatte aus dem ruhelosen europäischen Piraten William Adams einen sesshaften Samurai und einen einflussreichen Berater gemacht. Die Tragik seines Wirkens bestand darin, dass er als Vermittler zwischen den beiden Kulturen das Ende des europäischen Einflusses in Japan einläutete. Der Steuermann aus Miura ruht mit Blick auf das Meer in Hirado, unweit des Ortes, an dem er einst in Japan landete. Im Archiv der Guildhall in London lagern Hunderttausende von Testamenten und Dokumenten aus Londons ältester Vergangenheit. Hier hat Giles Milton bei seinen Recherchen zu dem Buch Samurai William das Testament des William Adams entdeckt.
Ich, der Seemann William Adams, der 17 oder 20 Jahre in Japan gelebt hat, bin körperlich krank, aber von bestem Erinnerungsvermögen, gelobt und gepriesen sei Gott, verfasse dies als mein Testament. Das Testament des William Adams wurde 1620 nach England gebracht. Es zeigt, dass er in Japan keine großen Gold- oder Silbermengen verdient hat. Sein Reichtum bestand aus Grundbesitz, Ländereien, die er als Belohnung vom Shogun erhalten hatte. Es ist schon außergewöhnlich, dass ein einfacher Seemann aus Limehouse bei London so viel erreicht hat. Er war der Berater und Übersetzer des Shogun. Aber es ist noch außergewöhnlicher, dass er die Mentalität der Japaner verstand. Deshalb haben die Japaner ihm so sehr vertraut. Er allein war der Vermittler zwischen dem Herrscher und allen Händlern in Japan. Als Adams starb, gab es niemanden mehr, der ihre Botschaften dem Hof vermitteln konnte. Und alle Händler, alle Europäer flogen raus aus Japan. Für die nächsten 250 Jahre war Japan ein verschlossenes Land. Japan would be a closed country.